bin der Steffen Seibert von der Firma Samcon und ich habe heute die Gelegenheit, ein neues Produkt von uns vorzustellen, und zwar den Lightserver X Mini. Der Lightserver X Mini ist der größere Bruder von den X Micro. Den hatten wir Ihnen ja schon letztes Jahr vorgestellt, wie das bei größeren Brüdern so ist. Wir haben mehr Platz, die druckfeste Kapselung ist etwas größer, das heißt, wir haben letztendlich mehr Funktionen hier reingebracht. Das heißt, anders wie bei dem X Micro haben wir hier an der Stelle eine höhere Lichtausbeute. Wir haben also eine 16 Watt LED drin, die deutlich leistungsstärker ist, auch was den Lumenstrom angeht, wie bei der nächst kleineren Variante. Die Kerntechnologie im Innenleben haben wir beibehalten. Wir haben also auch hier wieder ein System gebaut, wo wir vorne die LED auf einem Kühlkörper mit dem LED-Treiber sitzen haben und das Ganze sozusagen als Package Unit einfach zu tauschen ist, für den Fall, dass eben doch mal ein Leuchtmittel kaputt geht. Das zweite Upgrade, das wesentliche Upgrade, sind die Schaltmöglichkeiten des Lightservers. Der Lightserver kommt hier mit 4 Potentialen aus dem Gerät raus. Exemplarisch haben wir hier diese 4 Potentiale auf einen XE-Klemmkasten aufgelegt. Natürlich könnte die Rangierung auch in den sicheren Bereich erfolgen. Zunächst mal wird das Gerät mit Betriebsspannung versorgt, die ist in dem Fall 24 Volt DC. Dann haben wir die Möglichkeit, hier einen externen Trigger-Eingang zu verdrahten. Der externe Trigger-Eingang braucht also nicht viel Leistung, wir müssen hier keine Koppelrelais-Ebene haben, weil wir eben die Kopplung im Gerät machen. Das heißt, jeder beliebige Kontakt, in dem Fall haben wir also eine Kamera mit Bewegungserkennung, die jetzt just gerade angesprungen ist, verwendet, wo wir einfach den Binärausgang genommen haben als externen Trigger für den Lightserver, sodass, wenn diese Kamera jetzt hier die Bewegung feststellt, dass dann an der Stelle der Befehl an den Lightserver geht, der dann sagt, bitte jetzt leuchten. Das dritte Potenzial, was beschaltet werden kann, ist die Freigabe einer Vorortsteuerung. Unsere Technologie für die Vorortsteuerung haben wir Mag-On genannt, weil das Ganze basiert auf einem magnetischen System. In dem Gerät ist also ein Magnetsensor, der unterschiedliche Aufgaben hat, auf Magnetimpulse zu reagieren. Wir haben also aus dem Grund ein kleines Spektrogramm dargestellt, um zu erklären, wie die Steuerung funktioniert. Letztendlich ist es so, ich gebe immer den Impuls mit einem Magneten, ja, so sieht also der beiliegende Magnet aus, an den entsprechend magnetsensitiven Bereich des Gerätes. Dann kommt darauf an, wie oft ich das mache, und je häufiger ich das mache, desto länger ist die Anschaltdauer. Ein Impuls, 1 Minute, 2 Impulse, 2 Minuten, 3 Impulse, 10 Minuten. Wenn ich den Magneten länger an dem Gerät halte, ist das ein Ausschalten. Ich kriege zwischen den Befehlen die Rückmeldung in Form von einem kurzen Blinken, dass der Impuls erkannt worden ist. Wir machen es praktisch. Ich bin jetzt einmal an das Gerät gegangen, habe die kurze Rückmeldung gekriegt, die wird jetzt nochmal bestätigt und dann ist das Gerät für 1 Minute an. Möchte ich das Gerät ausschalten, halte ich den Magneten länger dran, dann ist das Gerät wieder aus. Möchte ich das Gerät für 3 Minuten anschalten, brauche ich 2 Magnetimpulse, diese zähle ich. Erster Impuls, zweiter Impuls, ich warte kurz auf die Bestätigung, 1, 2, jetzt leuchtet 3 Minuten. Auch das lösche ich jetzt wieder. Jetzt schalte ich die Leuchte für 10 Minuten an. Laut Piktogramm erfordert das 3 Magnetimpulse. Ich gebe den ersten, ich gebe den zweiten, ich gebe den dritten. Ich kriege 3-mal die Rückmeldung. Das ist die Leuchte 10 Minuten. Kurze Zusammenfassung. Der Lightserver X Mini ist der große Bruder des X Micro. Er kommt mit mehr Licht, gleicher Dynamik im Innenleben und viel mehr Bedienmöglichkeiten. Die wesentlichen Bedienmöglichkeiten sind eine Steuerung über ein Prozessleitsystem oder über eine Kameraanlage sowie, vorausgesetzt die Freigabe ist gegeben, eine Vorortsteuerung mit unserer Mag-On-Technologie. So ist eigentlich der Flexibilität und aber auch der Sicherheit
von einem Gerät keine Grenzen setzen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.